Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Da heute ja auch eine Folge des Michael Jackson Podcasts veröffentlicht wurde, wo Kai und ich über Best-of-Compilations von Michael gesprochen haben, habe ich mir gedacht, mache ich doch heute auch ein Video zu diesem Thema. Und zwar zeige ich euch heute alle Dinge, die mit Number Ones in Verbindung stehen. Alles Weitere seht ihr dann nach dem Intro. Ja, wie ihr vielleicht wisst, wurde Number One einmal ja als Musik-Compilation veröffentlicht und einmal als Video-Compilation. Und diese beiden Gruppen an Releases zeige ich euch heute getrennt. Und wir fangen an mit der Musik-Compilation. Ja, wie gesagt, wurde Number One als Musikalbum veröffentlicht, also wie gesagt, als eine Zusammenstellung von Songs. Und das Besondere ist, dass es von Number One 4 Covervarianten gab. Es gab erstmal dieses Cover, das ist so das Standardcover, was auch heute noch Nachpressungen tragen von Number Ones. Dann gibt es aber auch dieses Cover hier mit dieser Silhouette von Michael aus der Bad-Ära. Dann gibt es noch dieses Cover hier mit diesem Black or White Cover aus der Dangerous-Ära und mit diesem Cover hier aus der Off the Wall-Ära. Und naja, das Originale ist aus der Thriller-Ära, das heißt, wir haben sozusagen die Äras Off the Wall, Thriller, Bad und Dangerous alle abgedeckt und haben so also mit diesen 4 Cover-Varianten einen bunten Streifzug durch Michaels Karriere. Und hier handelt es sich um die europäischen Versionen dieser CD. Die haben in diesen Originalpressungen von 2003 immer diesen roten Sticker, daran kann man die ganz gut erkennen. Genau, die Rückseiten sehen jeweils auch ein bisschen anders aus. Ich zeige das hier mal so. Also die haben auch alle unterschiedliche Rückseiten. Und ich mache mal eine Version auf. Kann ich euch nämlich auch nochmal zeigen, wie die CD aussieht. Die ist nämlich so in Rot gehalten in fast allen Pressungen. Und hier ist dann noch so ein Flyer drin in den allermeisten Versionen von eben aus dieser europäischen Pressung, wo steht, dass man Klingeltöne noch bestellen kann. Also irgendwie für 3 Pfund, also das ist ein Sticker aus dem UK irgendwie. Für 3 Pfund konnte man sich alle von diesen Tracks, die hier drauf sind, auch noch irgendwie als Klingelton aufs Handy holen. Irgendwie was es heute nicht mehr gibt, aber damals 2003 war das offensichtlich ein Ding. Zur Tracklist habe ich noch nichts gesagt. Da ist es so, dass hier auf dieser Version 18 Tracks drauf sind. Nämlich, ich sag mal 16 Best-of-Tracks. Als 17. Track haben wir hier Break of Dawn, was ja irgendwie jetzt kein großer Hit ist. Aber das Invincible-Album war ja irgendwie 2 Jahre erst davor. Und ich glaube, dass die damit nochmal so ein bisschen die Verkäufe fürs Invincible-Album ankurbeln wollten. Und deswegen dann noch einen weiteren Track von Invincible draufgenommen haben. Und der 18. Track ist One More Chance. Ein zum damaligen Zeitpunkt unveröffentlichter Track. Von diesen Sets mit den 4 Cover-Varianten gibt es halt welche aus verschiedenen Ländern. Ich kann euch jetzt noch 2 weitere volle Sets zeigen. Und zwar einmal dieses Set hier. Das ist also im Prinzip das gleiche, also das sind die gleichen CDs, gleiche Hülle etc., aber die haben so einen anderen Sticker, nämlich so einen deutschen RTL-Sticker. Und irgendwie ist mir mal eine dieser Pressungen in die Hände gefallen, dann hatte ich irgendwie Lust, die anderen auch noch zu sammeln. Deswegen habe ich das gemacht. Sage ich euch nur kurz. Einmal hier wieder die Version mit dem Standard-Cover, mit dem Bad-Ära-Cover, mit dem Dangerous-Ära-Cover und schließlich mit dem Off-the-Wall-Ära-Cover. Wie gesagt, die sind komplett identisch, auch was die Tracklist betrifft. Nur eben dieser Sticker oben rechts jeweils ist ein bisschen anders. Diese Version kriegt man tatsächlich ein bisschen seltener. Also zumindest, wenn man in Deutschland wohnt, nur ein bisschen seltener. Ich kann mir vorstellen, wenn man noch irgendwo völlig woanders wohnt, dass sie dann noch ein bisschen schwieriger zu finden sind im Verhältnis. Bevor wir zu Pressungen aus anderen Ländern kommen, habe ich hier noch 2 Nachpressungen für euch. Einmal diese Nachpressung hier. Die sieht auch erstmal ganz genauso aus wie diese mit dem Standardcover von vorhin, nur dass da kein Sticker drauf ist. Und hier hinten seht ihr, dass hier so ein Sony Music Logo ist. Und das zeigt immer, dass das Pressungen sind, die, ich glaube, frühestens 2008 erschienen sind. Und tatsächlich kann man sagen, in den meisten Fällen sind es einfach Pressungen, die nach Michaels Tod nochmal neu aufgelegt wurden, halt um irgendwie den Hype mitzunehmen, beziehungsweise die Nachfrage an Michael Jackson CDs zu decken.
Genau, die findet man auch mega, mega oft und ich glaube, die gibt es sogar immer noch im Laden zu kaufen. Also wenn man mal irgendwie zum Mediamarkt geht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es da auch noch eine von diesen zu kaufen gibt. Ein bisschen interessanter ist vielleicht noch diese Nachpressung. Die ist von 2007, also auch noch zu Michaels Lebzeiten. Auch eine europäische Version und die hat so ein, oh jetzt lasst mich nicht lügen, wie heißt diese Hülle nochmal, wo man das hier so rausziehen kann. Ich glaube Digipack heißt das. Ist bei mir noch original verschweißt, weswegen ich euch die auch nicht weiter zeigen kann. Aber man kann das halt hier so rausziehen und hat dann sozusagen die CD halt dann mit rausgezogen. Wie ich es im Prinzip gerade schon gesagt habe, die Nachpressungen sind alle immer nur noch mit diesem Cover entstanden. So eben auch diese hier von 2007 aus Europa. Tracklist ist auch hier wieder gleich wie bei den anderen. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu anderen Ländern. Hier habe ich nämlich noch das japanische Set. Ihr wisst ja, die japanischen Sachen sammle ich immer ganz besonders gerne. Und die haben auch alle diesen besonderen Obi-Streifen immer noch dabei, was ich halt einfach immer sehr schön finde zu sammeln. Bevor ich gleich auch wieder mal eine auspacke, zeige ich euch die wieder alle von vorne. Also hier das Standard-Cover, das Bad-Era-Cover, das Dangerous-Era-Cover und schließlich das Off-the-Wall-Era-Cover. Genau, und die mache ich hier mal auf. Erstmal zeige ich euch nochmal von hinten. Der Obi-Streifen geht auch immer über den hinteren Teil der CD noch ein bisschen drüber. Auch hier ist die Tracklist wieder gleich, soweit ich weiß, wie bei den europäischen Pressungen von vorhin. Und auch hier die CD sieht wieder relativ gleich aus. Die Besonderheit bei den japanischen Versionen ist aber immer, dass hier 2 Booklets dabei sind. Also es gibt einmal, das habe ich euch gerade gar nicht gezeigt, dieses Booklet, wo nochmal die 4 Cover jeweils drauf sind und wo hier nochmal die Tracklist drauf ist mit Credits, also wer das geschrieben hat. Und dann ist bei den japanischen Versionen aber immer noch ein weiteres und eigentlich immer in schwarz-weiß gedrucktes dabei, wo dann immer noch was auf Japanisch drin steht, und zwar die Lyrics. Und die stehen jetzt sogar auch noch in Englisch auch noch einmal drin. Das heißt, man kann hier das Album hören und gleichzeitig den Text mitlesen. Und bei den anderen Pressungen ist dieses Heft mit den Lyrics halt nicht dabei. Und bei manchen Pressungen ist da noch ein Aufkleber dabei. Also das sind im Prinzip eigentlich 4 Aufkleber. Das ist hier in der Mitte jeweils getrennt. Das heißt, man kriegt sozusagen 4 Sticker hier auf einem Bogen, wo nochmal die 4 Cover-Varianten zu sehen sind. Das ist ein Promo-Sticker, also steht auch irgendwie Not for Sale. Und ich weiß tatsächlich nicht, welche Pressungen genau den dabei hatten. Vielleicht halt auch nur welche, die nur als Samples rausgegeben wurden. Das kann ich euch nicht genau sagen. Bei mir war halt dieser Sticker bei einer Pressung dabei. Deswegen wollte ich euch dann auch noch einmal kurz zeigen in dem Kontext. So, und wie auch schon bei der europäischen Version vorhin, gibt es auch für die japanische verschiedene Nachpressungen. Und hier ist eine der Nachpressungen. Auch hier wieder nur dieses Standardcover mit dem Thriller-Ära-Bild. Und das sieht tatsächlich fast identisch aus. Also hier gibt es kaum einen Unterschied zu der ersten Pressung aus Japan. Der wichtigste Unterschied ist auf der Rückseite des Obi-Streifen zu sehen. Oben seht ihr die erste Pressung und unten seht ihr die zweite Pressung, also die Nachpressung. Und da ist noch diese rote, also diese Box mit dieser roten Schrift bei der ersten Pressung. Und das bedeutet, also ich habe mal geguckt mit so einer Übersetzungs-App, was da steht. Und da steht nichts anderes als, dass die CD auch noch mit 3 weiteren Cover-Varianten erschienen ist. Und bei der Nachpressung, wo es eben auch nicht mehr die Cover-Varianten zu kaufen gab, fehlt eben dieser Hinweis. Und eine interessante Pressung aus Japan habe ich noch. Ihr seht schon oben auf meinem Zettel drauf, Japan und Argentinien. Das scheint erstmal sehr wenig Sinn zu ergeben. Was es tatsächlich ist, dass es eigentlich eine argentinische Pressung von Number Ones ist, aber man hat da offensichtlich einen Obi-Streifen drum gemacht und die dann auch noch in Japan verkauft. Ich weiß auch nicht den Grund, warum man da CDs in Argentinien hergestellt hat und die dann nach Japan gebracht hat und dort mit einem neuen Obi-Streifen nochmal verkauft hat. Also Argentinien und Japan, das ist jetzt auch nicht gerade irgendwie nah beieinander, deswegen keine Ahnung. Also wenn ihr da mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, aber das fand ich so kurios, dass ich die eben auch mal gekauft habe. Auch hier ist die Tracklist wieder gleich wie bei allen anderen Pressungen, die ihr bisher schon gesehen habt. Und dann habe ich noch 2 Pressungen, die ich euch zeigen kann aus den USA. Hier habe ich nicht die Cover-Varianten, sondern nur einmal die Originalpressung. Und hier ist noch ein roter Sticker, der halt auch anders ist als der Sticker bei den europäischen Pressungen. Hier ist die Tracklist zum ersten Mal anders. Hier sind generell ein paar Tracks irgendwie ausgetauscht worden. Also ihr seht jetzt gerade die Tracklist nochmal eingeblendet. Also ein bisschen was ist auf jeden Fall anders. Blood on the Dance Floor zum Beispiel fehlt hier. Dafür ist aber als 18. Track Ben Live drauf. Also hier gehen wir nochmal in die Motown-Ära eigentlich rein. Also kommt nochmal ein Song aus der Motown-Ära vor. Auf den anderen Pressungen
eben nicht. Das ist aber tatsächlich eine Version von Ben, die, ich glaube, bei der Triumph Tour aufgenommen wurde. Also irgendwie die Version von dem Live-Album der Jacksons oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich die gleiche Version ist. Aber eben eine Version, wo Michael das halt als Erwachsener singt. Und das ist nicht die originale Version von dem Ben-Album von Anfang der 70er. Und es ist auch keine 2003 aufgenommene Live-Version. Bei manchen Versionen steht irgendwie auch Ben Live 2003 drauf, aber nee, das ist nicht 2003 von ihm gesungen worden, sondern eben irgendwie in den 80ern. Genau, und was ich dann noch habe, ist diese Pressung hier. Das ist eine Neuauflage von Number Ones. Ich weiß gerade gar nicht von wann, seht ihr hier jetzt eingeblendet. Das Besondere ist hier, dass hier als einziges die CD schwarz ist. Ne? Die ist sonst immer rot gewesen, habt ihr gerade schon bei ein paar Versionen gesehen. Bei dieser Version ist sie aber schwarz. Es gibt nur wenige Pressungen, wo die CD schwarz ist. Es gibt aber auch, glaube ich, noch Pressungen, wo die CD weiß ist oder so. Also es gibt die noch in verschiedenen Farben. Aber ich glaube, da habe ich keine Version von und ich kann jetzt auch gerade nicht sagen, welche Pressung das im Einzelnen betrifft. Zu guter Letzt noch zwei lateinamerikanische Pressungen. Einmal eine Erstpressung von 2003 aus Kolumbien. Hier ist die Tracklist wieder gleich wie bei der US-amerikanischen Pressung. Und dann habe ich noch eine Nachpressung von nach 2009 aus Brasilien. Genau, und hier ist die Tracklist ebenfalls so wie bei der US-amerikanischen Pressung. Jetzt sind wir mit der Musik-Compilation von Number Ones fast durch, aber eine Kassette habe ich noch. Number Ones ist fast ausschließlich auf CD erschienen, aber es gibt ein paar eben von diesen Kassettenpressungen. Diese hier ist aus Indonesien. Ich nehme die hier nochmal aus der Folie raus. Die Kassette an sich sieht so aus. Die erste Seite und die zweite Seite. Hier ist die Tracklist wieder so wie bei der europäischen Pressung. Und ja, die ist ein bisschen schwieriger zu finden, beziehungsweise wenn man die halt findet, dann nur mit Versand aus Indonesien, was halt relativ teuer ist. Aber die habe ich mir mal irgendwann gegönnt, weil ich das irgendwie cool fand, diese Number Ones eben auch nochmal auf Kassette zu haben. Und falls ihr euch das jetzt gefragt habt, auf Vinyl ist Number Ones gar nicht erschienen. Also da existiert keine offizielle Pressung. Es gibt auf jeden Fall Bootleg-Pressungen, aber offizielle Pressung auf Vinyl gibt es von Number Ones leider nicht. Das letzte, was ich euch noch zu der Musik zeigen kann, ist gar kein Tonträger. Dafür dieses Notenbuch hier. Das ist tatsächlich ziemlich cool, wenn man gerne Musik macht. Ich habe euch schon mal irgendwann Songbooks gezeigt. Man hat hier Noten, und zwar für Klavier und Gesang. Die Lyrics stehen auch dabei. Und über den Notensystem gibt es dann immer noch so Griffbretter und Akkordbezeichnungen, wenn man das noch mit der Gitarre begleiten möchte. Also wirklich cool. Und hier hinten seht ihr auch, dass alle Tracks hier auch mit berücksichtigt sind. Also, naja, nicht alle. Blood on the Dance Floor fehlt hier auch. Also das ist irgendwie offensichtlich mehr der US-amerikanischen Version hier nachempfunden. Ich habe dieses Songbook sehr gerne, freue mich sehr, dass ich das habe. Aber jetzt geht es endlich weiter mit der Video-Compilation. Ja, was kann ich dazu sagen? 2003 kam neben diesen CDs und ein paar Kassetten auch eine DVD raus. Und zwar beinhaltet diese DVD verschiedene Musikvideos von Michael. Und zwar die zu den Songs, die auf dieser Compilation drauf waren. Also Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, die ganzen Klassiker unter den Musikvideos. Earth Song, Blood on the Dance Floor und der letzte ist You Rock My World. Weil zu Break of Dawn oder Ben oder so gibt es ja keine Videos. Und zu One More Chance wurde zwar damals ja eins gedreht, aber das wurde ja ganz lange gar nicht veröffentlicht. Das war ja nur so ein Entwurf, sag ich mal, eine unfertige Version. Und diese DVD gibt es auch mit 4 Cover-Varianten. Also hier habt ihr schon einmal gesehen, diese normale, dieses Standard-Cover. Dann gibt es aber auch hier die Dangerous Cover-Version, die Off the Wall Cover-Version und die Bad Cover-Version. Und ihr seht auch schon diese roten Sticker, die wir von der europäischen CD-Variante kennen. Die setzen sich genau auch hier bei den europäischen DVD-Varianten fort. Das heißt, man kann auch hier wunderbar erkennen an diesen roten Stickern, dass man eben gerade eine europäische Version in den Händen hält. Es gab diese Version mit dieser, also zumindest die mit dem Standard-Cover, auch ohne diesen Sticker. Das hier ist eine identische DVD,
die aber keinen roten Sticker hat. Der wurde auch nicht abgeknibbelt. Das kann nicht sein, weil die Version ja nur original verschweißt ist. Die habe ich mal durch Zufall irgendwo gefunden. Das nur so als Ergänzung. Ich kann nicht ausschließen, dass auf der DVD nicht doch noch irgendwie was anderes irgendwie draufsteht. Also auf der Disc selbst. Aber da die verschweißt ist, habe ich sie halt nie ausgepackt. Das nur so noch als kleine Info für euch. Es gibt aber natürlich auch Nachpressungen dieser DVD und die sind auch hier alle wieder nur mit dem Standardcover erschienen. Zum Beispiel hier 2008, da ist in der Serie Visual Milestones diese Version hier erschienen. Die ist in so einem Super Jewel Case, also die ist im Prinzip so ähnlich wie so eine CD-Hülle und gar nicht wie eine DVD-Hülle eigentlich ist. Ich finde die jetzt nicht so wahnsinnig schön, also dieser Schriftzug hier und auch das hier oben. Ich finde, das passt nicht so zu dem sonstigen Design von Number Ones, aber ganz cool zu sammeln. Und die kriegt man wirklich mehr oder weniger kostenneutral hinterhergeschmissen. Also da hat man gar kein Problem, die heute zu finden. Ist auf jeden Fall ganz nett für die Sammlung. Und es gibt aber natürlich auch Nachpressungen, die irgendwann nach Michaels Tod erschienen sind. Zum Beispiel diese Version hier. Auch hier seht ihr wieder, wo mein Finger ist. Dieses Sony Music Logo ist eben eine Nachpressung. Hier oben steht jetzt Deutschland, weil hier noch dieses FSK-Logo auf der Folie drauf ist. Aber die ist ganz genau so natürlich auch in weiteren Ländern erschienen. So, dann, wie gerade auch schon, geht es weiter mit der japanischen Version von der DVD. Und das ist tatsächlich ein bisschen unbekannter, dass es diese DVDs auch aus Japan gibt. Vielleicht liegt das daran, dass die, weil die keinen Obi-Streifen haben, nicht so markant sind. Vielleicht liegt es aber auch irgendwie daran, dass die wirklich ein bisschen seltener sind, keine Ahnung. Aber die habe ich auch mal irgendwann gesammelt. Hier also wieder die 4 verschiedenen Cover-Varianten. Und ich weiß gerade selber gar nicht, ob hier jetzt auch nochmal so ein, irgendwie Lyrics oder sowas dabei sind. Aber ich würde fast sagen, da kann man sich drauf verlassen. Und ja, ganz genau so ist es. Also hier ist auch mal wieder so ein Heftchen noch mit drin. Auch wenn ich gerade Schwierigkeiten habe, das rauszunehmen. Habe ich jetzt geschafft. Die sind auch wieder auf Japanisch. Einige, wahrscheinlich Songtexte drin. Ich blätter gerade noch mal ein bisschen weiter. Genau, die kommen tatsächlich später auch noch mal auf Englisch. Und ja, das ist halt auch der Grund irgendwie, warum ich die japanischen Sachen immer so gerne sammle, weil da halt irgendwie immer noch mal was zusätzlich dabei ist, was bei den anderen Pressungen eben fehlt. So, ihr habt es fast geschafft mit den Number Ones Versionen, die ich euch heute zeigen wollte. Das sind echt viele, die ich in meiner Sammlung habe. Ich habe das anfangs ein bisschen unterschätzt, aber gleich habt ihr es geschafft. Hier ist erstmal noch ein tschechischer Release. Ja, das ist hier nicht mehr in so einem guten Zustand. Hier gibt es so einen Sticker-Abriss irgendwie. Und das ist auch gar nicht in einer DVD-Hülle, sondern in irgendwie so zwischen zwei so dünnen Pappschichten. Wurde aber offensichtlich auch in Deutschland verkauft, sonst wäre dieses FSK-Logo nicht drauf. Und es ist aber in Tschechien auf jeden Fall produziert worden. Steht auch hinten drauf, Sony Music Czech Republic. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mal, wo ich das überhaupt her habe. Es ist eine ganz seltsame Pressung. Also, auch hier kann ich vielleicht nochmal das auspacken und euch nochmal die Disc zeigen. Also, dass es hier dieses Pappcover ist. Jetzt weiß ich gerade noch nicht mal, wie ich hier die CD hier rauskriege. Ach, die ist hier oben so drin. Aber das ist zugeklebt. Ach Leute, ich habe keine Ahnung. Ich hole die CD vielleicht doch nicht raus. Da müsste ich so Tesafilm drüber. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall irgendwie eine seltsame tschechische Pressung von Number Ones. Und tatsächlich, wie gerade auch schon mit der Kassette, hier noch ein kleiner Schocker. Die Number Ones Video Compilation kam nicht nur auf DVD raus, die kam auch auf Video-CD raus. Ein Format, was inzwischen längst aus der Zeit gefallen ist. Das ist halt so ähnlich wie eine DVD, aber ich glaube eher halt wie eine CD, deswegen heißt sie auch so. Und die Qualität ist auf jeden Fall deutlich schlechter. Und da passt offensichtlich auch nicht so viel drauf, denn das hier sind sogar 2 Video-CDs, die hier drin sind. Das ist eine Pressung aus Brasilien, die ich mal irgendwann ganz günstig geschossen habe. Die sind eigentlich echt selten und teuer. Ist auch irgendwie cool, dass die hier noch so ein ganz anderes Design hat. Also mit diesem Grau und Schwarz hier irgendwie noch mit drin. Das sieht dann so aus. Hier sind, wie gesagt, 2 Video-CDs drin. Und irgendwie nochmal was ganz anderes. Also Video-CDs gibt es auch einfach nicht so viele von Michael. Und das hier ist eben eine von denen. Und irgendwie schön, auch hier nochmal ein anderes Format zu haben als nur DVD. Das war's. Endlich, ihr habt es geschafft. Das waren wirklich viele Versionen. Aber naja, dadurch, dass es halt diese 4 Cover-Varianten gibt, kommen da einfach irgendwie schnell viele Varianten davon zusammen.
Ich hoffe, ihr habt was gesehen, was ihr noch nicht kanntet oder fandet es auch sonst irgendwie unterhaltsam. Hört unbedingt auch in die Podcast-Folge rein, also zumindest wenn ihr Deutsch versteht. Kai und ich unterhalten uns da sehr fröhlich über Number Ones natürlich, aber auch über die anderen Best-Ofs von Michael. Schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare, wie ihr die Number Ones Compilation so findet, ob ihr die auch in eurer Sammlung habt, beziehungsweise welche Version ihr davon habt. Abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sag bis dann.